Wenn du einen Firmenwagen hast oder genauer gesagt, wenn du ein Auto im Betriebsvermögen hältst, dann kannst du alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto anfallen, über die Buchhaltung von der Steuer absetzen. Aber du musst den privaten Nutzungsanteil des Autos ermitteln und versteuern. Das kannst du entweder so pauschal machen mit der 1%-Methode oder aber genauer mit einem Fahrtenbuch. Bei einem Fahrtenbuch schreibst du letztendlich mehr oder weniger alle Fahrten einzeln auf und ermittelst dann, welche Fahrten beruflich sind und welche privat sind. Und so weißt du dann zum Beispiel, dass du zu 28% dein Auto privat nutzt und deswegen auch zu 28% die Kosten auch privat tragen musst. Und ich habe natürlich in meiner beruflichen Laufbahn, seit über 10 Jahren arbeite ich in der Steuerberatung, schon unfassbar viele Fahrtenbücher gesehen und auch unfassbar viele Fehler bei Fahrtenbüchern, zum Teil auch skurrile Fehler, die ganz schnell darauf schließen lassen, dass dieses Fahrtenbuch gar nicht so ordnungsgemäß geführt worden sind. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Lebenszeit ich schon verschwendet habe mit diesen Dingern hier. Das ist einfach der Endgegner von ganz, ganz vielen Unternehmern und Selbstständigen. Ein Fahrtenbuch ist günstiger als die 1%-Methode, zumindest in den allermeisten Fällen. Aber dieses Ding zu führen, während man noch im Auto sitzt, während das hier wackelt, mit einem weichen Untergrund, wenn es regnet, ist es auch noch nass und das Ganze muss auch noch leserlich sein und auch noch in 10 Jahren leserlich sein. Daran scheitern einfach die meisten Selbstständigen. Und dabei gibt es tatsächlich eine bessere Lösung. Und diese Lösung heißt das elektronische Fahrtenbuch von Wimcar. Dieses Fahrtenbuch führt sich nämlich wie von allein. Sobald du das Auto bewegst, werden die Fahrten mitgetrackt und später kannst du einfach im Smartphone oder in der Browser-Version die Fahrten kategorisieren, sagen, es war privat, betrieblich, wofür war das Ganze eigentlich und schon hat sich das Ganze erledigt. Und dann brauchst du dieses Ding nicht mehr und läufst auch nicht mehr Gefahr, dass das Finanzamt dein Fahrtenbuch aberkennt, denn das passiert regelmäßig. Aber Wimcar wurde schon in vielen Betriebsprüfungen geprüft und akzeptiert. Von daher klick mal unten in der Videobeschreibung. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal 5 Dinge an, die ich in meinem Berufsleben schon gesehen habe bei Fahrtenbüchern, auf die du bitte achten solltest und diese Fehler bitte vermeidest, weil das, ja, wie soll man sagen, so ein Eingeständnis ist, dass du dieses Fahrtenbuch im Nachhinein irgendwie gefälscht oder manipuliert hast. Und der erste Punkt ist eigentlich fast ein Klassiker. Und zwar muss bitte dein Fahrtenbuch zu deinem Kalender passen. Wenn du am 10. Mai einen Termin bei einem Kunden hast, dann ist das nahezu unmöglich, dass du am 11. Mai diesen Eintrag in deinem Fahrtenbuch stehen hast. Und was es zum Beispiel auch nicht gibt und deswegen auch nicht in deinem Fahrtenbuch stehen sollte, ist sowas wie der 30. Februar, der 31. April, der 31. Juni, der 31. September. Wenn es Tage nicht gibt, kannst du an diesen Terminen auch nicht mit dem Auto gefahren sein. Deswegen achte bitte darauf, dass du dein Fahrtenbuch zeitnah führst, denn passieren solche Fehler auch nicht. Was ich ehrlicherweise schon relativ häufig gesehen habe, ist der zweite Punkt. Und zwar einfach ein wasserlöslicher Stift im Fahrtenbuch. Ich weiß, manche Leute mögen es, mit Füller zu schreiben. Das könnt ihr auch gerne machen, aber bitte nicht im Fahrtenbuch. Wenn ihr wasserlösliche Farbe, wie zum Beispiel Tinte, für euer Fahrtenbuch verwendet, dann ist die Gefahr relativ groß, dass, ich würde mal sagen, im Lebenszyklus des Fahrtenbuches da irgendwann mal Regen drauf fällt oder ein Getränk umkippt und so weiter. Und dann ist das Ganze leider nicht mehr lesbar. Und nicht mehr lesbar bedeutet dann in der Regel, du hast die Arbeit umsonst gemacht. Du musst die 1%-Methode anwenden und zahlst entsprechend mehr Steuern. Idealerweise verwendest du sowieso ein elektronisches Fahrtenbuch, dann wird das Ganze nämlich in der Cloud oder in der App gespeichert und dann kannst du gern mit Getränken um dich werfen, wie du möchtest. Die Daten sind aber sicher und du läufst nie Gefahr, die 1%-Methode anwenden zu müssen. Ein ähnlicher Fehler, aber mehr selbstverschuldet, ist der dritte Fehler und wahrscheinlich der häufigste Fehler. Ein Fahrtenbuch muss lesbar sein. Und zwar für fremde Leute lesbar sein. Das ist nämlich so, dass das Finanzamt unter Umständen irgendwann in 6, 7 oder 8 Jahren deine Buchhaltung ansehen möchte und vielleicht kommen die dann auf die Idee, dass sie dein Fahrtenbuch genauer anschauen wollen. Und dann sitzt der Betriebsprüfer vor deinem Fahrtenbuch und muss das verstehen können. Das heißt, grundsätzlich muss Buchhaltung und damit auch ein Fahrtenbuch so aufbereitet sein, dass ein sachverständiger Dritter innerhalb angemessener Zeit sich einen Überblick verschaffen kann. Und das gilt auch fürs Fahrtenbuch. Und ich weiß, das ist gerade bei Papierfahrtenbüchern gar nicht so einfach. Die schreibt man irgendwie so auf dem Knie oder auf dem Arm, auf dem Rücken, auf dem Lenkrad. Das ist nicht immer die bequemste Schreibeposition. Aber wenn man deine Anträge nicht lesen kann, also fremde Leute deine Einträge da nicht lesen können, dann kannst du dir die Arbeit auch sparen. Auch das wäre übrigens ein Argument für ein elektronisches Fahrtenbuch oder für eine schöne Handschrift. Und ein weiterer Fehler, der hat nicht so direkt was mit dem Fahrtenbuch zu tun, das ist mein 4. Fehler und ich würde mal sagen, fast mein Lieblingsfehler. Und zwar,
Wenn du einen Benziner hast in deinem Betriebsvermögen und du für diesen Benziner ein Fahrtenbuch führst, dann ist das ein Benziner. Und dann ist das auch an der Tankstelle ein Benziner. Ich habe das schon relativ häufig gehabt, dass da ein Benziner im Betriebsvermögen ist und ständig Diesel getankt wird. Das ist dann ganz offensichtlich ein Tankbeleg, der nicht zu dem Auto gehört. Andersrum übrigens auch. Und wenn du ein Elektrofahrzeug hast, dann gehst du auch nicht tanken. Dann kannst du auch keine Tankbelege einreichen. Es gibt eine Möglichkeit, wie du Fahrten mit einem privaten Auto in der Buchhaltung berücksichtigen kannst. Das kannst du aber nicht, indem du einfach die Tankquittung einreichst. Wie du das genau machen kannst, dazu habe ich ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir oben rechts. Das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wichtig ist nur weil du selbstständig bist und eine Buchhaltung machst und grundsätzlich Tankrechnungen absetzen kannst, heißt es nicht, dass du von der gesamten Verwandtschaft und vom gesamten Freundeskreis sämtliche Tankquittungen einsammeln darfst, um die dann in deine Buchhaltung reinzupacken. Das ist nicht möglich. Übrigens, kleiner Hinweis, auch auf einem Tankbeleg steht eine Adresse, und zwar die Adresse der Tankstelle. Und wenn du laut Fahrtenbuch da nicht einmal in der Nähe warst dieser Tankstelle, dann kannst du da auch nicht getankt haben. Das heißt, entweder ist die Tankquittung falsch oder dein Fahrtenbuch ist falsch. Und das möchtest du eigentlich gerne beides vermeiden. Also du möchtest vermeiden, dass der Betriebsprüfer diesen Eindruck gewinnt. Und damit kommen wir zum 5. Punkt, und zwar den Originaldokumenten. Wenn du dein Fahrtenbuch auf Papier führst, dann kannst du das später einscannen, du kannst das von mir aus auch in Excel übertragen. Das originale Dokument ist dann aber das Papierbüchlein, in dem du deine Fahrten als erstes eingetragen hast. Und dieses Papierbüchlein musst du dann auch tatsächlich aufbewahren. 10 Jahre lang musst du das Ganze archivieren. Nur weil du etwas kopierst, heißt es nicht, dass das Originaldokument, also das physische Fahrtenbuch, wegwerfen darfst. Wenn du digital arbeiten möchtest, dann solltest du von vornherein auch ein digitales elektronisches Fahrtenbuch führen. Wimcar ist dann natürlich meine Empfehlung, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass du es nicht wegwirfst. Da gibt es tatsächlich immer wieder Gerichtsurteile dazu. Und die Gerichte sagen dann, dass man diese Fahrtenbücher dann nicht anerkennen kann. Das heißt, auch dann wird die 1%-Methode angewendet. Und jetzt kommt nochmal eine lustige Geschichte zum Thema Archivieren, weil ich diese Diskussion letztens im Kommentarbereich unter einem meiner Videos hatte. Und zwar wurde da gesagt, dass die Cloud ja so unsicher ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Wimcar Fahrtenbuch nehme, dann werden die Daten ja in der Cloud gespeichert. Sind sie denn da nicht gefährlich? Ja, technisch, theoretisch können immer irgendwie Daten verloren gehen. Aber meiner Erfahrung nach sind Daten in einer professionellen Cloud deutlich sicherer als irgendwo im Karton bei dir im Keller. Die witzigste und zugleich irgendwie traurigste Geschichte war einmal ein Mandant, der mich angerufen hat, eine Betriebsprüfung hatte und der sollte tatsächlich Buchhaltungsunterlagen, unter anderem auch sein Fahrtenbuch, einreichen an den Betriebsprüfer. Das Problem war, die Betriebsprüfung bezog sich auf ein Jahr, wo dieser Mandant mit seiner Ex-Frau verheiratet war. Und die haben zusammen in einem Haus gewohnt, in dem sie jetzt alleine wohnt. Und die sind leider nicht so im Guten auseinandergegangen. Und jetzt war das Ganze so, dass seine Buchhaltungsunterlagen zwar sicher archiviert waren, die waren aber so sicher archiviert, dass seine Ex-Frau ihn nicht mehr ins Haus gelassen hat. Das heißt, der hat tatsächlich einen riesengroßen Nachteil in seiner Betriebsprüfung gehabt, weil seine Ex-Frau nicht erlaubt hat, dass er das Haus betritt, damit er an seine Buchhaltungsunterlagen rankommt. Und die Situation war tatsächlich auch so, dass wir am Ende dem Betriebsprüfer sagen mussten, dass wir diese Dokumente und Unterlagen leider nicht mehr haben. Die waren zwar da, wir sind halt nur leider nicht drangekommen. Deswegen, ganz, ganz wichtig, archiviert eure Unterlagen bitte dort und auch in der Art und Weise, dass ihr in 10 Jahren theoretisch auch noch Zugriff darauf habt. Und wenn ihr das Ganze online macht, also ein Service bucht, wie zum Beispiel auch einen Cloud-Dienstleister für eure Buchhaltung, dann kümmert er sich darum und du bezahlst den dafür. Meiner persönlichen Erfahrung nach sind die Daten in der Cloud sicherer als bei dir im Keller. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du machst jetzt die, ich würde mal sagen, unterhaltsamsten Fehler in Bezug auf das Fahrtenbuch nicht mehr. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich bedanke mich bei Wimcar für Sponsoren dieses Videos. Wenn du ein elektronisches Fahrtenbuch suchst, dann klick mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung oder direkt hier. Und jetzt könntest du ein Fahrtenbuch führen oder einfach ein weiteres Video auf diesem Kanal anschauen. Zum Beispiel das hier oder das hier.